Thank you for joining us for the press conference following the EU-China leaders meeting. We are joined remotely by the Chancellor of Germany in Berlin. Willkommen, Frau Bundeskanzlerin. Let me first state that we provide translation in French, English, Chinese and German. And we'll take some questions, of course, from Berlin and here in Brussels. But first, I give the floor to the Council President. Good afternoon, Angela. And good afternoon, everyone. I am pleased that we could speak by video conference with President Xi together with Ursula and Angela. Unfortunately, our physical meeting in Leipzig wasn't possible. Europe needs to be a player, not a playing field. Today's meeting represents another step forward in forging a more balanced relationship with China. We strive for a relationship that delivers on our mutual commitments, that generates concrete results for both sides, results that are also good for the world. In some areas, we are on the right track, and in others, more work needs to be done. We made it clear where we stand, where we agree, and where we disagree. Real differences exist, and we won't paper over them. But we are ready to engage, ready to cooperate where we can, and ready to roll up our sleeves to find concrete solutions. And on those difficult issues, we conveyed a clear and united European message. We want a relationship with China that's based on reciprocity, responsibility, and basic fairness. Today we addressed 4 key topics: climate change, economic and trade issues, international affairs and human rights, COVID-19 and economic recovery. China is a key global partner in reducing global greenhouse gas and tackling climate change. And we encourage China to be even more ambitious. The EU is setting the bar high, carbon neutrality by 2050, and we count on China to show similar leadership by implementing the Paris Agreement. Angela will say more about this. We have a robust trading relationship with China. The EU is China's first trading partner. On average, we trade over 1 billion euros a day, and trade can energize our economic recovery. But we want more fairness. We want a more balanced relationship that also means reciprocity and a level playing field. That's why we welcome today's signature of the agreement on geographical indications. It's a big step in the right direction. We are working on a comprehensive investment agreement and concrete results in other important areas. Ursula will say more about that. And in the digital domain, we defend our vision of a free, open and secure cyberspace for the good of our people and of our societies. As global players, the EU and China have global responsibilities. This means upholding the rules-based international order. The national security law for Hong Kong continues to raise grave concerns. The EU and our member states have responded with one clear voice. Democratic voices in Hong Kong should be heard, rights protected, and autonomy preserved. We called on China to keep their promises to the people of Hong Kong and the international community. We reiterated our concerns over China's treatment of minorities in Xinjiang and Tibet and the treatment of human rights defenders and journalists. We asked for access for independent observers to Chongqing, and we called for the release of the arbitrarily detained Swedish citizen Min Hai and 2 Canadian citizens. We agreed to discuss these issues in detail at the Human Rights Dialogue in Beijing later this year, which will also include, we hope, a field visit to Tibet.
we called on China to refrain from unilateral actions in the South China Sea, to respect international law and avoid escalations. COVID-19 remains a deep and urgent threat. Only collective and transparent action will send this virus to the history books. There is only one way to find a vaccine and deploy it in all countries, and that's global cooperation. We expect all countries to cooperate with the impartial, independent and comprehensive evaluation of the international health response to COVID-19 and support the WHO to identify the source of the virus. We encourage China to pursue an economic recovery that leads to structural reforms and that shapes a greener, more sustainable economy. And this includes implementing the G20 action plan to drive sustainable global growth and reduce global tensions. And in Africa, China should be engaged in multilateral efforts on debt relief that will spur economic recovery. En conclusion, nos discussions aujourd'hui ont été extrêmement importantes. Mais nous mesurons bien que parler, dialoguer est important, mais ne suffit pas. Il s'agit de transformer nos messages en actes. Nous sommes déterminés à continuer à être engagés avec la Chine pour promouvoir nos valeurs, pour défendre nos intérêts. Nous voulons une relation équilibrée, fondée sur le respect pour les intérêts mutuels. Nous considérons que la réciprocité, la transparence doivent être au cœur de l'engagement porté par l'Union européenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. And now we're going to switch to Berlin. Ich freue mich heute auch im Anschluss an den EU-China-Dialog als Videokonferenz hier bei der Pressekonferenz vom Ratspräsidenten und der Kommissionspräsidentin mit dabei sein zu können. Deutschland hatte ja während seiner Ratspräsidentschaft das Projekt, den ersten Vollformatgipfel mit China durchzuführen. Das wäre heute gewesen. Covid hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und insofern war es wichtig, dass wir heute diese Videokonferenz hatten. Die Themen, die wir heute besprochen haben, neben den aktuellen Themen, sind Themen, die wir schon 2018 mit Präsident Xi verabredet haben. Und es zeigt sich, dass sie von großer strategischer Bedeutung sind. Die Themen sind genannt worden von Charles Michel. Ich will mich hier vor allen Dingen auf das Thema Klima konzentrieren, will aber vorher auch positiv sagen, dass ich mich sehr freue, dass es gelungen ist, einen praktischen Schritt einmal zu machen, auch bei den Handels- und Wirtschaftsfragen, nämlich eine Einigkeit über einen ersten Schritt bei geografischen Herkunftsbezeichnungen festzulegen. Für die deutschen Weinbauer an Mosel, aus Franken und Rheinhessen ist das heute ein guter Tag, genauso für das Münchner und das bayerische Bier. Aber es werden dann in einigen Jahren weitere Produkte folgen, die deutlich machen, welche Qualität unsere Nahrungsmittel doch haben. Wir haben Druck gemacht, dazu wird Ursula von der Leyen ja gleich etwas sagen, dass wir beim Investitionsabkommen vorankommen müssen. Und wir haben eben unsere strategische Zusammenarbeit im Blick auf Klima deutlich werden lassen. Insgesamt muss die Zusammenarbeit mit China auf bestimmten Prinzipien beruhen, Reziprozität, einem fairen Wettbewerb. Wir sind unterschiedliche Gesellschaftssysteme, aber werden wir uns zum Multilateralismus bekennen, dann muss er regelbasiert sein. Beim Thema Klimaschutz haben wir die Tatsache, dass sowohl die Europäische Union als auch China sich zum Pariser Abkommen bekennen. Das ist sehr, sehr wichtig und wir wollen einen hochrangigen Dialog installieren, der nicht nur punktuell stattfindet, sondern systematisch zwischen China und der Europäischen Union, bei dem es um die Vorbereitung der Glasgower Klimakonferenz am Ende dieses Jahres geht. Hier geht es ja um eine Überprüfung der nationalen Ziele. Und so wie die Europäische Kommission ihr Ziel für 2030 verschärfen wird und sich zur Klimaneutralität bis 2050 bekennt, so
werden wir auch mit China in einen Dialog eintreten, ob auch dort bezüglich der Frage, wann China seinen CO2-Peak erreichen wird, das ist nach jetzigem Stand 2030, ob China dieses Ziel auch noch verschärfen kann, um dann auch schneller die Klimaneutralität durchzusetzen. China emittiert heute aus Kohlekraftwerken die Hälfte aller CO2-Emissionen weltweit. Das heißt also, die Hälfte des Kohleverbrauchs geht auf einen chinesischen Verbrauch zurück. Deshalb haben wir mit dem Präsidenten auch über den Umstieg auf andere Energieformen gesprochen. Wir wissen selber, welche strukturellen Herausforderungen das für Volkswirtschaften bedeutet. Aber China hat sich zu diesem Weg auch bekannt. Wir haben ein besonderes Interesse an dem Emissionshandelssystem, was China aufbaut. China arbeitet daran mit Hochdruck und ein solches Emissionshandelssystem wäre dann natürlich das größte der Welt. Und für uns in der Europäischen Union, die wir ein solches Handelssystem jedenfalls für den Bereich Industrie bereits haben, wäre das natürlich eine sehr interessante Möglichkeit der Kooperation, die wir dann auch gerne nutzen würden. Aber wir kennen auch alle die Schwierigkeiten. Es hat lange gedauert, bis das europäische System auch eine spürbare Preisbildung ermöglicht hat, die wir aber im Augenblick sehen und die in Deutschland schon auf marktwirtschaftlichem Wege dazu geführt hat, dass weniger Kohlestrom zum Beispiel produziert wird. Wir haben dann darüber gesprochen, dass wir auch bei der Vorbereitung der Konferenz zur biologischen Vielfalt, die nächstes Jahr in Kunming in China stattfinden wird, von Seiten der EU eine Unterstützung leisten wollen und dass wir wollen, dass hier ein ambitionierter Rahmen für die Erhaltung unserer biologischen Vielfalt auch gefunden wird. Ich bin zufrieden, dass es gelungen ist, in diesem Dialog heute mit China auch die Themen anzusprechen, so wie Charles Michel das bereits gesagt hat, die schwierig sind, wo wir nicht von vornherein einer Meinung sind, wie Hongkong, wie dem Umgang mit Minderheiten und die Menschenrechte. Und deshalb war es heute ein guter, ehrlicher, offener Austausch, der fortgesetzt werden sollte. Und wir haben uns dazu bekannt, dass der EU-China-Gipfel im Vollformat dann noch einmal physisch auch stattfinden soll, wenn die pandemischen Möglichkeiten das zulassen. Das wird sicherlich nach der deutschen Ratspräsidentschaft sein, also wird es dann wahrscheinlich in Brüssel stattfinden. Jedenfalls hat Charles Michel den Präsidenten schon einmal nach Brüssel eingeladen. Wichtig war, dass wir mit allen Mitgliedstaaten im Vorfeld Diskussionen geführt haben, sodass dies jetzt nicht ein Gipfel von uns drei nur war, sondern der Ratspräsident und ich haben in Gesprächen mit allen Mitgliedstaaten die gemeinsame EU-China-Haltung herausgearbeitet. Und ich glaube, das war schon allein für uns alle ein sehr wichtiger Prozess, der auch ein Beitrag dazu ist, dass wir eine Außenpolitik in Zukunft machen können für strategische Partnerschaften, die mehr aus einem Guss ist. Ich sage nicht schon, dass es schon so ist, aber die mehr aus einem Guss ist, als sie das in der Vergangenheit vielleicht gezeigt haben. Danke, Frau Bundeskanzlerin. Passing the floor now to Madam President, please. Yes, thank you so much. Indeed, it was a frank and open and a constructive and intense quadrilogue that we had today. I was about to say dialogue, but this is not the case. It was a broad spectrum of topics, indeed, from human rights to climate to digital to trade, and I want to focus on the trade part. Indeed, as we committed to at the summit in June, we have stepped up our engagement at the political level over the past weeks, notably in the areas of trade, climate and digital. And here I want to start with, in the trade agenda, with the comprehensive agreement on investment. Last summit 2 months ago, I stressed to President Xi that the European Union remains committed to a genuine, result-oriented engagement and progress. We need concrete results. And now we have agreement amongst negotiations on 3 important issues. First of all, on the disciplines regarding the behavior of state-owned enterprises, then on forced technology transfer,
and on transparency on subsidies. This is an important part, an important step forward. However, I want to caution that a lot still remains to be done in other important and difficult chapters of the agreement, particularly in two areas. The one is market access, and the other one is sustainable development. We expect that the market access barriers in China will be removed, especially for future and emerging digital technologies. They are the core of our economies. It's telecommunication, it's computer sectors, it's health, biotechnology, and the new energy vehicles and transport. We see that our investors just face too many barriers in these key sectors, and for us, with market access, it's not a question of meeting halfway, but it's a question of rebalancing the asymmetry and a question of openness of our respective markets. So we need China to move on these two issues, and we need it to move if we are to achieve our shared objective of finalizing negotiations this year. So in other words, China has to convince us that it is worth having an investment agreement. The second topic was and is Chinese overcapacity. It's also a serious issue for us, both in traditional sectors like steel and aluminium, but also in high-tech. There are so far, unfortunately, no concrete steps forward. So this needs to change, and we addressed it very clearly. Joining the Global Forum on Steel Excess Capacity and eliminating the state subsidies that contribute to this overcapacity would be necessary steps in this regard. And I've agreed with President Xi to follow up on this bilaterally. We also reiterated to President Xi that China had committed to extending to EU businesses the favorable treatment granted to US operators under the US-China trade deal agreed in January, and we expect this commitment to be met. Now, what the digital is concerned, first of all, the European Union welcomes that China reaffirmed its commitment to a human-centric approach to AI and welcomes that work on this will be carried forward in the G20. Here too, we hope to see concrete progress in this context. We reaffirmed the importance of market access also here for goods and services in the area of telecommunications. The European market is open, and European companies must have fair and equal access to the Chinese market in return. We took note of President Xi's commitment to look into these matters. At the same time, the European Union will continue to stress the importance of its networks being secure. And in this overall context of all these different topics concerning the digital agenda we have together, I very much welcome that we had the first ever high-level digital dialogue, which took place last week. So we agreed with President Xi that we will continue and broaden this dialogue what the scope and the topics are concerned. Finally, on the WTO reform, China has repeatedly stated that it is committed to the WTO. That also requires that China negotiates to strengthen existing rules on industrial subsidies in the context of the World Trade Organization's reform and in line with the summit commitment it made in 2019. This was a topic too. Last but not least, we had a brief exchange on coronavirus pandemic, the pandemic we're all facing. We discussed the need to continue to act in global solidarity and cooperation in this matter. It is very important to engage in the global framework, not only to find a vaccine, but also to make it accessible to low and medium income countries. As you know, we've set up a whole global framework to ensure that, and we invited China to join this COVAX facility. It is important also to continue understanding the origins
of the pandemic, and therefore we were very clear that it is very important to give the WHO all the possibilities to lead its investigations on the origin of COVID-19 to be successful. In sum, a very concrete meeting with tangible actions discussed. Thank you, Madam President, for your remarks. We'll now take a couple of questions here in Brussels first. And since this is a virtual press conference, please bear with us. May I ask you to stick to one question per journalist and clearly state to whom you want to address your question to. I'm going to start first with Markus Preiss from ARD. Markus, can you hear us? Yes, I can. Yeah. Hear me as well? Yes, please. Ask your question. My question goes to Chancellor Merkel. And so, if I may, I would like to ask in German. Die EU hat China ja mehrfach kritisiert wegen des Vorgehens in Hongkong und auch wegen Menschenrechtsverletzungen. Sie haben gesagt, dass das auch heute angesprochen wurde. Haben Sie aber heute irgendwelche Hinweise bekommen, dass China diese Kritik ernst nimmt oder auch bereit ist, das Verhalten zu ändern? Danke. Ja, ich kann dazu nur sagen, dass der Präsident aus seiner Perspektive argumentiert hat. Das sind sicherlich zum Teil unterschiedliche Argumente als die wir benutzen. Er hat angeboten, aber das muss man sehen, ob das etwas wird, dass man dann auch in die Provinz Xinjiang reisen kann, dass Botschafter dorthin fahren können. Der Menschenrechtsdialog wird fortgesetzt. Das hat er angeboten. Also insofern gibt es schon Berührungspunkte für ein weiteres gemeinsames Vorgehen. Das heißt aber noch nicht, dass es Übereinstimmung in diesen Fragen gibt. Thank you. Next question. Aber vielleicht möchte, ich weiß nicht, ob Charles Michel noch etwas sagen wollte, weiß ich nicht. Oui, peut-être. Effectivement, nous avons eu l'occasion une fois encore, nous l'avions déjà fait au mois de juin, de présenter nos arguments, nos préoccupations sérieuses en lien avec la question de l'état de droit, des droits de l'homme, de la protection des minorités, mais également de la situation à Hong Kong. Nous avons eu un échange assez intense sur le sujet. Il a été convenu de poursuivre le dialogue sur la question des droits de l'homme. Il a été proposé également de pouvoir organiser des visites de diplomates dans les provinces qui font l'objet des discussions sur le sujet. Et nous entendons bien sur tous les sujets, c'est ce que nous avons évoqué ce matin, les sujets sur lesquels il est possible de s'entendre, mais aussi sur les sujets qui sont plus difficiles. Nous entendons bien avoir l'occasion d'exprimer notre point de vue pour tenter de faire avancer les valeurs fondamentales en lesquelles nous croyons. Next question is for Stuart Lau. Stuart, can you hear us? Yes, thank you very much. I also have a question for Madam Chancellor. Your supporters call you the Western leader who knows Chinese leadership thinking the best. But on the other hand, your critics say Germany's strong trading interests empowers China not just economically, but also geopolitically. And it is now competing with European technology and promoting political views alternative to Western values. Looking back at the last 15 years and looking at China today, do you think your approach succeeded, or would you have done things differently? Thank you. Politisches Handeln ist ja immer in dem Moment, in dem es stattfindet und immer aus dem jeweiligen Kontext heraus. Das heißt, ich halte es nicht für sehr sinnvoll, jetzt 15 Jahre zurückzugucken und mir das Ergebnis von heute anzuschauen. Ich glaube, dass es richtig und wichtig ist, sich um gute strategische Beziehungen zu China zu bemühen. Aber man darf sozusagen an der Stelle nicht Illusionen haben, sondern man muss die Dinge an den Realitäten messen. Und da sehen wir, dass sich China zum Teil bei den wirtschaftlichen Kontakten geöffnet hat. Es gibt heute Joint Ventures, bei denen man zum Beispiel mehr als 50% haben kann. Das gilt nicht nur für deutsche Unternehmen, sondern für viele Unternehmen. Es haben im Übrigen viele Länder ihren Handel ja in den letzten 15 Jahren intensiviert. Und trotzdem geht es auch darum, die eigenen strategischen Interessen zu schützen. Und da muss man einfach sagen, in den letzten 15 Jahren ist China ökonomisch sehr viel stärker geworden.
Und das bedeutet, dass sozusagen die Forderung nach Reziprozität, nach Level Playing Field natürlich heutzutage sehr berechtigt ist. Das war vielleicht vor 15 Jahren noch nicht so der Fall, weil China auch noch mehr den Charakter eines Entwicklungslandes hatte. Heute ist China ein klarer Wettbewerber in vielen Hochtechnologien. Und da muss sozusagen der Marktzugang und die Eigenschaften, unter denen unser Handel stattfindet, natürlich auch gleichberechtigt sein. Ein Level Playing Field, wie man so schön sagt, muss herrschen. Es müssen die regelbasierten Fragen des Multilateralismus eingehalten werden, so zum Beispiel das Abkommen der WTO. Danach haben wir heute gefragt bei den Ausschreibungen. Und China verhandelt hier seit sehr langer Zeit mit der WTO. Das ist noch zu keinem Ergebnis gekommen. Aber das wäre gut, wenn hier eben auch Ergebnisse erzielt würden. Thank you. Staying in Berlin for our next round of questions. Passing the floor to my colleagues. Ja, dann geht es jetzt hier in Berlin mit den Fragen der hiesigen Journalisten weiter. Auch hier gilt die Bitte, bitte eine Frage pro Journalist und seien Sie so nett und sagen Sie, an welchen Politiker Sie sich richten oder an welche, wenn es mehrere sind. Jörg Blank, Deutsche Presseagentur. Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie erlauben, eine Frage zur Lage auf Lesbos. Es wird erwartet, dass die Bundesregierung bis Mittwoch eine Entscheidung über die zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria trifft. Rechnen Sie damit, dass es mehrere tausend Flüchtlinge dort werden oder wird es eine geringere Zahl sein? Und anschließend daran geht es auch um den Aufbau einer europäischen Flüchtlingsaufnahmeeinrichtung. Bis wann könnte sowas stehen? Danke. Also ich glaube, dass die Konzentration auf eine Zahl der falsche Ansatz ist. Es gibt auf Lesbos 13.000 Menschen, die in einer sehr, sehr schwierigen Situation leben. Davon sind 400 Minderjährige bereits aufs Festland gebracht worden. Und es stellt sich jetzt die Frage, wie geht es weiter? Deutschland ist bereit zu unterstützen, wenn es um den Aufbau eines neuen Aufnahmezentrums für Flüchtlinge auf Lesbos geht. Ich war dazu mit dem griechischen Ministerpräsidenten, aber auch mit der Kommissionspräsidentin im Kontakt. Die griechische Seite hat die Vorstellung geäußert, die ich sehr unterstütze, dass so etwas nicht mehr allein in griechischer Verantwortung, sondern auch europäischer betrieben werden kann. Wie genau das sein wird, das wäre ein Pilotprojekt, in dem man nachdenken muss, weil natürlich die Hoheitsrechte erst einmal bei Griechenland liegen und man einen Vertrag haben muss, dass dann wirklich auch europäisch gehandelt werden kann. Ich hielte das für einen wirklich wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer stärkeren Europäisierung der Migrationspolitik. Zweitens geht es darum, dass wir dann natürlich ein Aufnahmezentrum bauen, das den Standards entspricht. Die Situation in Moria war nicht akzeptabel. Wir haben das alle die ganze Zeit gewusst. Der griechische Ministerpräsident hat bereits 12.000 Flüchtlinge auf das Festland gebracht. Aber die Situation muss sich also qualitativ verbessern. Und dann geht es darum, wie kann man Griechenland unterstützen? Griechenland ist als Außengrenzenstaat ein Staat, der sehr viel Verantwortung übernommen hat. Wir haben das in diesem Frühjahr ja auch erlebt. Und deshalb hat Griechenland auch Unterstützung verdient. Diese sollte möglichst europäisch immer organisiert sein. Aber ich sage auch, Deutschland fühlt hier auch eine Verantwortung. Und deshalb werden wir auch überlegen, aber da geht es auch um die Frage, welchen Personenkreis, wer ist besonders bedürftig, können wir noch zusätzlich aufnehmen. Und all das muss in ein Paket gepackt werden. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt nur über eine Zahl zu sprechen. Jeder weiß, dass die europäische Aufgabe der Migrationspolitik nicht von Deutschland alleine gelöst werden kann. Aber Deutschland als ein starkes Land und als das Land, das jetzt die Ratspräsidentschaft hat, kann sicherlich einen substanziellen Beitrag leisten. Aber der muss eingebettet sein in ein Gesamtkonzept. Und ich freue mich, dass die Kommission ja demnächst auch das Migrationskonzept vorlegen wird, das dann unsere Grundlage für unsere Gesamtdebatte ist, die wir auch in der deutschen Ratspräsidentschaft noch nach vorne bringen wollen. Madam President. Yes, thank you so much. Ich sehe, dass Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, dazu auch was sagen will. Dann würden wir das jetzt zurück nach Brüssel geben. Ja, vielen Dank. Ich möchte diese Überlegungen ergänzen. In der Tat, in den letzten Tagen haben wir gemeinsam Überlegungen angestellt, dass ein solches
Flüchtlingslager sowohl von den griechischen Behörden und gegebenenfalls auch von den Agenturen der Europäischen Kommission mitgeleitet werden kann. Hier ist ganz, ganz wichtig, dass wir klären, wie die Zuständigkeiten, die Verantwortlichkeiten, die Möglichkeiten dann auch der jeweiligen Seite ist. Das heißt, wir werden genau auch miteinander verabreden müssen, unter welchen vertraglichen Bedingungen ein Memorandum of Understanding wir so etwas angehen könnten. Für mich ist auch wichtig, dass dies dann im Zusammenhang steht mit dem neuen Migrationspakt. Und in der Tat, wir haben beschlossen, den Migrationspakt vorzuziehen auf die nächste Woche, den 23. September. Und dass diese Diskussionen um den Migrationspakt beschleunigt dann auch stattfinden können. Wir sind sehr dankbar, dass die deutsche Ratspräsidentschaft hier enorm helfend auch uns unterstützt. Für uns ist wichtig, dass ein solches Pilotprojekt, ein solcher Gedanke einer gemeinsamen europäischen und dann in diesem Fall griechischen Führung eines solchen Flüchtlingslagers eng gekoppelt ist an die Überlegungen in dem neuen Migrationspakt, der dann auch umgesetzt werden muss. Danke. Continuing further on in Berlin. Frage aus Berlin, Andreas Rinke von Reuters. Ja, ich hätte eine Frage, die sich an zwei Personen richtet, die Kanzlerin und die Kommissionspräsidentin. Es geht nochmal um das Thema Investitionsschutzabkommen, was Sie erwähnt haben. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie wirklich optimistisch sind und glauben, dass das Abkommen bis Jahresende erreicht werden kann. Das ist jetzt schon mehrfach versprochen worden. Jetzt werden zwar einige Fortschritte genannt, eben nicht so viele. Also die Frage: Glauben Sie, dass das Abkommen bis zum Jahresende steht? Und ist es nicht auch so eine Art Spaltpilz oder könnte es sein in den Beziehungen zu den USA, wenn die EU und China jetzt so ein Investitionsabkommen abschließen? Ja, von meiner Seite möchte ich dazu nur sagen, die USA verhandeln ja auch seit geraumer Zeit über Handelsabkommen mit China, haben sogar schon einen Teil abgeschlossen. Zum Teil geht es dort genau um dieselben Themen. Deshalb kann ich überhaupt nicht sehen, dass das im Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika ein Problem sein sollte. Zweitens glaube ich, dass die ganze Sache jetzt einen politischen Impuls bekommen hat. Es ist ja so, seit 2013 wird verhandelt. Dann stagnieren solche Verhandlungen auch immer. Im Juni, als das Gespräch war zwischen der Kommission und dem Ratspräsidenten und dem chinesischen Präsidenten, ist da schon ein erster Impuls gegeben worden. Und irgendwann müssen ja auch politische Entscheidungen getroffen werden. Und dass noch riesen Arbeitsaufgaben auf dem Tisch liegen, das hat Ursula von der Leyen gesagt. Die chinesische Seite hat natürlich auch Erwartungen an uns, die auch für uns nicht ganz leicht zu überwinden sind. Das heißt, wir sagen auf der einen Seite immer, wo sich China bewegen muss. Jetzt würde ich mal sagen, die chinesische Seite, das sind auch kluge Verhandler, die wissen auch, wo bei uns Restriktionen sind. Und da muss man einen balancierten Ansatz finden und der wird ohne politische Flankierung nicht gehen. Das ist jetzt passiert. Ich denke mal, es kann klappen. Ich kann jetzt heute keine Garantie dafür abgeben, das wäre ja falsch, aber wenn kein politischer Wille da ist, es wenigstens zu versuchen, dann kann ich Ihnen verraten, dass es mit Sicherheit nicht klappen würde. Und dieser politische Wille ist von beiden Seiten, auch von der chinesischen Seite, heute ganz klar artikuliert worden. Thank you. We're continuing the press conference here in Brussels, and I'm going to take two more questions. I'm first going to start with Angela Mauro from the Huffington Post. Angela, can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, please. Okay. Hello, and thanks for the opportunity. I have a question for Chancellor Merkel. If she can elaborate more on the climate part of the deal. Did you discuss a hypothetical deadline for China to become a neutral country for the emissions? I mean, for the EU is 2050. Before the meeting, they told us that was this hypothetical deadline on 2060 for China to respect these goals. Is this a realistic deadline? Thank you.
Denn das muss ja China für sich klären und das soll in dem High-Level-Dialog auch besprochen werden. Wir können nicht seitens der EU für China die Ziele festlegen, so wie China nicht für uns die Ziele festlegt. Also das ist heute nicht im Detail besprochen worden, sondern das Ergebnis dieses Dialogs war, dass es diesen High-Level-Dialog jetzt kontinuierlich geben soll zu diesen Fragen und da wird genau auch darüber gesprochen. Thank you. We're going to go to Madam President again because I forgot your question was addressed to you as well on the investment agreement. Yes. And you wanted to add a couple of remarks, I suppose. Yeah, well, indeed. So what the investment agreement is concerned and the timeline of potentially having it as an agreement that we can sign at the end of the year. Indeed, we started. Well, let's put it the other way. When we had the summit in June 2020, up to then, almost no progress was seen, and the negotiations team only did not come on a high political level. So we were very clear in June that there would be no investment agreement if we do not see substantial progress. And we have seen a reaction that is positive. So now it's a high-level negotiation team that is sitting on that topic. And we've seen the progress I told you about, the fields where we are advancing now. But I must say there is still a lot to do. So on the market access, for example, the telecom and computer services, there are these famous joint venture and equity caps restrictions that have to be lifted. Same goes for the automotive sector, for example, that here also the economic needs tests need to be lifted, just to name two. But it shows to you that we are really serious about having access to the Chinese market and to tear down the barriers. Same goes for the sustainable development. So we need here progress. Of course, on the Chinese side, there are also demands. But as I've said, it is now the time to prove that there's a real interest to step up, to change things for the better. Then there is the possibility to have this investment agreement. So it's not a matter of time, but it's a matter of substance now. Thank you, Madam President. Going to take a last question now from David Carretta, Radio Radicale. David, you have the floor. Merci beaucoup. Radio Radicale, radio italienne. Je voulais demander au président Michel, vu l'optimisme dans certaines des déclarations que vous avez faites, qu'est-ce qui a changé par rapport au mois de juin sur les questions plus sensibles, donc Hong Kong, Xinjiang, transparence sur Covid, Wolf Diplomacy, propagande sur Internet. On a même vu un ministre des Affaires étrangères dire qu'un politicien, un président d'un Sénat de la République tchèque doit payer cher pour sa visite à Taïwan. Est-ce que cela c'est acceptable? Et la même question, je la poserai, si c'est possible, à la chancelière par rapport au président du Sénat de la République tchèque. Merci. Nous ne baissons pas les yeux. Nous considérons que l'état de droit, les droits de l'homme, la dignité de chaque être humain, la protection des minorités sont des thèmes qui doivent être abordés, y compris dans de tels dialogues à haut niveau. Au mois de juin, par exemple, j'ai eu l'occasion de mentionner des exemples et des cas très concrets. Et je me suis référé à ces cas concrets pour dire que nous voulions poursuivre le dialogue sur les différents sujets. Il n'y a pas de naïveté chez nous. Nous mesurons bien qu'il y a en Chine un modèle économique, un modèle politique, un modèle social qui est très différent du modèle que nous tentons de développer sur le plan de l'Union européenne. Nous avons travaillé, Angela Merkel l'a indiqué, avant cette vidéoconférence pour faire en sorte que nous soyons en mesure d'exprimer une position d'unité au départ de l'Union européenne. Et je voudrais remercier tous les États membres qui ont contribué avec nous à préparer cette réunion. Et nous voulons continuer à être
engagés avec la Chine dans les différents domaines que nous avons présentés, y compris en considérant que la question des droits de l'homme doit faire l'objet d'une attention très méticuleuse. Et c'est pour cela qu'un des points importants aujourd'hui, par exemple, c'est la proposition qui a été faite de mener des visites dans les provinces qui font l'objet de beaucoup de contestations. C'est pour ça que nous avons eu l'occasion de donner encore une fois nos arguments et notre opinion en lien avec le statut de Hong Kong et l'érosion de l'autonomie de Hong Kong que nous contestons. Et j'ai envie de dire que cette réunion n'a pas été un sommet protocolaire, ça a été un sommet avec de la substance, avec des arguments, avec la mise en avant des valeurs dans lesquelles nous croyons profondément et la défense des intérêts européens avec de la fermeté, avec du réalisme également. Et c'est ainsi que nous pensons qu'il faut avancer. Enfin, regardez, au mois de juin, des impulsions ont été données. Ce matin, l'accord sur les indications géographiques a été signé. C'est donc un pas en avant et ça montre que par la détermination, par la négociation, il y a des capacités de progresser. Et enfin, encore un message, Angela Merkel l'a indiqué au début, nous souhaitons effectivement être engagés, nous souhaitons exprimer une voix forte au départ de l'Union européenne, et c'est ainsi que nous avons proposé pour qu'un sommet physique puisse bel et bien se tenir à Bruxelles avec les 27 États membres dès que la situation le permettra. Ja, ich möchte nur ergänzen, weil ich die Meinung von Charles Michel teile, dass wir ja das gesamte Spektrum heute auf der Tagesordnung hatten und deshalb mit China nicht nur über Handelsfragen etwas sprechen, sondern eben auch über diese Fragen, die ja auch durch sehr unterschiedliche Meinungen gekennzeichnet sind. Wir sind unterschiedliche politische Systeme. Darin liegt schon einmal ein großer, sowieso belastender Unterschied, aber wir sind als Länder in der Europäischen Union, die sich dem Multilateralismus verpflichtet fühlen, ja doch aufgefordert, mit denen, die auf der Welt eine wichtige Rolle spielen, auch diese Gespräche zu führen. Also es hat sich substanziell an einigen Stellen sicherlich die Zahl der Probleme noch erhöht. Das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite muss man immer wieder versuchen, auch für diese Probleme, und sei es nur millimeterweise, Lösungen zu finden. Das haben wir heute getan. Und ich glaube, damit auch etwas dafür getan, dass die Europäische Union als ein wichtiger Faktor auf der Welt eben auch ihren Beitrag leistet, um ihre Werte, aber auch ihre Interessen durchzusetzen. Danke, Frau Bundeskanzlerin. And with these final remarks, this concludes our press conference. Thank you all for joining and see you soon. Et voilà.